Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal barkafts.com. Ich weiß, ihr wartet natürlich jetzt auf das Intro vom Panzerschützen, und zwar Tagebuch Ostfront, ich glaube Folge 53 müsste es schon sein. Tatsächlich habe ich mir überlegt, dass ich jetzt einfach mal 1, 2 Wochen ein bisschen Hintergrundinformationen gebe, weil der Panzerschütze läuft ja nun schon wirklich seit, ich weiß nicht wie viele Monaten durch, von Folge 1 bis jetzt schon 52, und es folgen natürlich auch noch einige Folgen, weil wir jetzt ja gerade Januar, Februar 43 sind. Rückzugskämpfe Richtung Stalino über den Don und diese ganzen Geschichten passieren ja jetzt erst. Wir sind natürlich auch vor der großen Schlacht um Kursk, die ja auch noch eine entscheidende Rolle spielt in Rudolfs Leben. Ich will nicht zu viel erzählen, aber natürlich ist das, die Division und sein Regiment sind natürlich auch da drin verwoben. Trotz alledem wird es auch Zeit für ein paar Hintergrundinformationen. Zum einen werden ja immer sehr viele Panzertypen, deutsche und russische natürlich, Waffen und auch Flugzeuge erwähnt, auch mit Abkürzung. Und in den Kommentaren lese ich immer wieder, was ist das denn, was ist das für eine Bezeichnung, was ist eine Radspum, was ist eine Kaffeemühle, was ist wie heißt das noch? Eine Stalinorgel und you name it. Also da sind ja eine Menge Begriffe dabei, die viele nicht einordnen können. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein Special, also eine Spezialfolge, wo ich tatsächlich nur die Systeme und Waffen und Fahrzeuge und Flugzeuge und so weiter erkläre, die bis jetzt dort vorgekommen sind, damit derjenige von euch oder diejenigen von euch, die nicht so viel Ahnung haben von der Ostfront und was da so gewesen ist, vielleicht so einen kleinen Einblick bekommen, wenn die das Wort T3476 hören oder wenn sie ein BA10 hören oder ein Kübel oder ein Krat oder eine Stalinorgel oder eine MIG oder eine Jak und Chip und Chap und Hip und Hap, lange Rede, gar keinen Sinn, soll das eigentlich so ein bisschen eine Information für euch werden. Keine Angst, es geht schon noch weiter mit dem Panzerschützen, nur nicht heute. Und wie ich mir das vorgestellt habe, nächste Woche gibt es auch noch ein bisschen mehr Informationen, auch zu Rudolf, mit vielleicht eine Zusammenfassung, was bis jetzt passiert ist, damit die Leute, die noch nicht so drin sind, nochmal erinnert werden, wo kommt es eigentlich her. Dann wollte ich auch gerne nochmal 1, 2 Bilder von den Rohtexten zeigen und von den Tagebüchern. Da habe ich ein paar Aufnahmen aus den Anfangszeiten, die will ich euch nochmal zeigen, oder wie so ein Text aussieht, bevor ich den dann richtig ins Reine schreibe. Das ist ja alles so ein bisschen schwierig, also ich rede jetzt hier nicht von den Sütterlin-Texten, das kann man sowieso nicht lesen, aber was er nachher auch getippt hat und noch so ein paar Hintergrundinformationen, wie kam ich an diese ganze Geschichte ran, wie habe ich das aufgearbeitet und so, das mache ich aber beim nächsten Mal. Heute ist es tatsächlich so, wir gehen einfach an die Waffen ran, und ich habe mir das so gedacht, und wahrscheinlich wird es dann auch gleich so kommen, weil ich nehme das natürlich auf, bevor ich das Video zurechtschneide. Ich erkläre euch ein bisschen was und zeige euch Bilder von den verschiedenen Waffen und Typen, und dann erzähle ich ein bisschen was dazu und wie Rudolf mit diesen Systemen und Waffen zusammenhängt. Ich denke, das ist vielleicht auch mal ganz spannend und außer der Reihe, und ich weiß, ihr fiebert natürlich alle jetzt, wie geht's weiter, aber es soll ja auch so ein bisschen, es soll ja auch was hängen bleiben, einfach nicht nur die Erlebnisse. Und dazu muss ich auch wieder sagen, Rudolf hat ja nun auch sehr viel das Kampfgeschehen aufgeschrieben und weniger, was so in der Etappe passierte. Und hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, krasser Gegensatz dazu. Ich habe ein weiteres Tagebuch bekommen von einem Zuschauer, und dort ist es tatsächlich so, dass es auch ein Panzermann war, der allerdings in der Versorgungsabteilung eher war. Also er war mehr hinter den Panzern und hat dafür gesorgt, dass die alles bekommen und die Leute versorgt werden und Logistik und alles, was damit zusammenhängt. Also weniger Kampf und mehr die andere Seite. Und das finde ich auch super spannend. Wobei natürlich, wir wollen alle wissen, wenn gekämpft wird, und das ist auch alles spannend und hin und her. Aber die andere Seite finde ich auch extrem interessant. Das kommt aber natürlich noch nicht jetzt. Das kommt irgendwann bald auf diesem Kanal, aber wie gesagt, jetzt noch nicht. Und das ist eben mal die andere Seite von dieser ganzen Ostfront-Geschichte. Ja, und ich quatsch und ihr denkt, der hört gar nicht mehr auf zu reden. Wir fangen jetzt einfach mal an mit den einzelnen Waffen. Ich stelle die einfach vor und dann lasst euch einfach mal berieseln, was das alles so ist. Sollte ich was
nicht richtig einordnen, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Nein, sollte ich einen Fehler machen, weil ich mich irgendwie versabbel, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich bin da immer happy, wenn es da vielleicht was gibt, wo der eine sagt, ja, da bist du nicht ganz auf der richtigen Seite, das wird so ausgesprochen oder das wird so gemacht und oder so erklärt, dann bin ich immer dabei. Also wie gesagt, ziert euch nicht, schreibt gerne in die Kommentare, gebt auch einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Ihr könnt natürlich auch einen Daumen runter geben, wenn es euch nicht gefällt. Das ist ja gar kein Problem. Da komme ich schon mit klar. Gut, Spaß beiseite, jetzt wird's ernst, also gehen wir mal ran und ich hoffe, es gefällt euch. Bis dann. Ja, dann steigen wir mal ein in die einzelnen Fahrzeuge, Waffen und Waffensysteme der Wehrmacht und natürlich auch so, wie sie eigentlich, wenn ich mich recht besinne, im Tagebuch vorkommen. Also Rudolf hat ja angefangen, auf einem Panzer 3, den wir hier sehen, zu fahren. Als Richtschütze, steht ja immer Panzerschütze, also er ist ja Richtschütze, das wissen wir ja. Und dieser Panzer 3 war tatsächlich am Anfang des Krieges mit der Standardpanzer der deutschen Wehrmacht. Ungefähr 5700 Stück wurden produziert, 5 Mann Besatzung und konnte 40 km/h auf der Straße und ja, 20 im Gelände schaffen. Für die Bewaffnung, da muss man ein bisschen ausholen, will ich aber gar nicht so tief rein. Also anfänglich mit 3,7 cm Kanone bewaffnet, dann später auf eine 5 cm Kanone, die dann auch in einer langen Version vorhanden war und ganz später tatsächlich auch mit einer 7,5 cm Kanone ausgerüstet, wobei der Panzer IV natürlich dann dem Panzer III nicht den Rang ablief, aber für die Kämpfer an vorderster Front war der Vierer halt nachher wesentlich besser gepanzert. 2 Koaxial, also 2 MGs natürlich noch an Bord, die 792er MG 34, einmal in der Kanonenblende und einmal bei dem Funker. So, auf dem nächsten Bild sehen wir schon den Panzer IV, allerdings die Kurzrohrversion, auch produziert zwischen 39 und 45 und hier noch mit dem großen weißen Balkenkreuz, das müsste tatsächlich noch von dem Polenfeldzug herrühren. Die wurden nachher entfernt, weil diese großen weißen Kreuze für die feindliche Panzerabwehr natürlich eine Richtmarkierung war und da konnte man dann sehr schön hinschießen. Ja, über 8.500 Stück wurden produziert davon, auch hier 5 Mann Besatzung und hier auch die Bewaffnung bei den kurzen, dass man eine 7,5 cm Kampfwagenkanone kurz hatte, die eher für die Bekämpfung feindlicher Infanterie zu nutzen war und gegen feindliche Panzer nicht so wirkungsvoll war, weil einfach die Reichweite und die Durchschlagskraft durch dieses kurze Rohr nicht ausreichend war. Auch Geschwindigkeit 42 km/h auf der Straße, 16 km/h im Gelände und der Standardkampfpanzer der Wehrmacht. Rudolf fuhr den ja auch eine Zeit lang als Richtschütze und fieberte natürlich die ganze Zeit immer darauf hin, den Panzer IV lang unter die Hände zu bekommen. Ja, und auf diesem Bild sehen wir tatsächlich dann auch ein Panzer IV lang, also mit der Langrohrkanone. Ich habe mir das damals immer so gemerkt, ich habe einfach die oberen Rollen gezählt. Wenn da 3 Rollen zu sehen waren, dann waren es Panzer 3 und 4 Rollen waren Panzer 4. Mittlerweile kann ich das auch so auseinanderhalten. Aber der Vierer lang hier mit der 7,5 cm Kanone war natürlich ein gefürchteter Gegner für die russischen T-34. Wurde nachher natürlich auch durch den Panther und durch den Tiger abgelöst, aber war bis Ende des Krieges tatsächlich der Standardkampfpanzer an allen Fronten. Auch hier wieder 2 Koaxial-MGs, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, wie das funktionierte und Geschwindigkeit auch 42 km/h Straße, 16 im Gelände. Also durchaus ein, sage ich mal, Panzer, der dem T-34 76 die Stirn bieten konnte. Ja, und jetzt schon mal zu der 8.8. Das ist natürlich ein Bild hier, wahrscheinlich nach Krieg, zerstörtes Geschütz, aber hier konnte man die Abschussringe drauf sehen, also die weißen Kreise auf dem Rohr für erfolgreiche Abschüsse. Also die 8.8, gefürchtete Panzerabwehrkanone, eigentlich aus der Flak kommend, also eine Flugabwehrkanone, aber wurde im direkten Richten sehr oft und sehr effektiv eingesetzt in Afrika gegen die britischen Panzer sehr effektiv und auch schon eingesetzt, das wusste ich auch erst nicht, in der
im Westfeldzug, und zwar zum Knacken der Bunker an der Maginot-Linie. Dort wurde mit direkten Richten mit der 8.8 auf die Panzerschotten geschossen von diesen Bunkern und die schlugen durch und somit waren oftmals die Bunker zerstört. Ja, hier über 20.000, ich glaube 21.000 produziert. Kaliber hatte ich schon gesagt, und tatsächlich brauchte so eine 8.8 bis zu 10 Mann Besatzung, die für Munition, Richten, Aufbau, Abbau und alles, also dieses Abprotzen, wie man es nennt, zuständig waren. Aber wenn dann in Feuerstellung, dann wirklich gefährlich, und die alliierten Panzerverbände und auch die russischen Panzerverbände, wenn die wussten, da stehen irgendwo die 8.8 herum, dann haben die da schon einen Bogen drum gemacht. So, hier haben wir mal die PaK 38, also eine 5 cm Panzerabwehrkanone, die hier im Feld aufgebaut ist mit der entsprechenden Besatzung, die auch mit der 5 cm, also mit dem Kaliber, schon durchaus Schaden anrichten konnte. Aber man sagt auch, oder es ist natürlich auch bestätigt, dass die 7,5er natürlich entsprechend mehr Durchschlagskraft hatte. Aber für nicht stark gepanzerte Ziele war die PaK 38 mit 5 cm schon wirklich ein schwerer Gegner. Ja, und im gleichen Atemzug hier die PaK 40, also 7,5 cm PaK 40, also quasi eine PaK mit der ähnlichen Kanone wie der Panzer IV Lang. Und die konnte natürlich auch in entsprechenden Feuerstellung und durch die niedrige Höhe gut getarnt eingesetzt werden. Und das ist ja auch eigentlich das, was der deutschen Panzertruppe am Anfang des Krieges und während des Krieges beim Vormarsch immer die Packstellung, die feindlichen, waren also viel, viel schwerer zu bekämpfen als die Panzer. Und nachher, als die Rote Armee gegen die deutsche Wehrmacht auffuhr, da waren die deutschen Panzerabwehrkanonen natürlich in der Lage, so einen Panzerrudel von den Russen aufzuhalten, weil man diese Packs einfach schwer entdecken konnte. Und ich glaube, Wittmann hat schon mal gesagt, er hatte damals in einem Interview gesagt, dass jede abgeschossene oder feindliche Pack, die vernichtet wurde, doppelt zählen müsste, weil ein Panzer abzuschießen, meinte er selber, ist relativ einfach. Ich sag mal, ich zitiere ja auch nur, und eine Pack zu finden und zu zerstören, war super, super schwer. Ja, hier ein Wehrmachtsgespann, also ein Motorrad mit Beiwagen, würde ich sagen, aber heißt halt Wehrmachtsgespann und wird auch als Cut bezeichnet. Das konnte man auf dem Beiwagen noch mit dem MG34 oder MG42 ausrüsten, und dann waren halt 3 Mann unterwegs damit. Das kennen wir ja aus der Geschichte mit Lohnert, wo die mit der Rudi und also Rudolf und Lohnert von der Brücke gestürzt sind, wo der Lohnert starb. Das war auch so ein Wehrmachtsgespann. Ja, und hier, ich sag mal, der deutsche Jeep, genannte Kübelwagen oder auch immer im Kurzform Kübel, da ist Rudolf ja auch schon öfter mal mit unterwegs gewesen. Der Kübelwagen Typ 82, auch über 50.000 Stück produziert. Die Jungs waren ganz schön fix unterwegs. Mit 80 km/h Straße konnte man da schon einige Strecken überwinden, und den gab es auch in einer Schwimmausführung, also als Amphibie. Das war dann der Schwimmkübel. Habe ich jetzt kein Bild von, aber damit konnte man dann auch über die Flüsse rübersetzen. In der Regel die Offiziere oder Teile des Stabes hatten diese Fahrzeuge. Ja, das Fahrzeug habe ich auch mit aufgenommen, weil es immer die Rede ist von Zugmaschinen. Das hier ist ein Sonder-Kfz 8, also eine 12-Tonnen-Zugmaschine, die eigentlich schwere Geschütze schleppen konnte. Und man sieht an diesen Sitzreihen da oben, die so eine Geschützbesatzung konnte dann auch mit diesem Fahrzeug, ich sag mal, verlegen. Und bei den Panzertruppen wurden diese Zugmaschinen genutzt, um Panzer abzuschleppen oder zu bergen, weil die natürlich extrem groß und kräftig waren, diese Zugmaschinen. Ja, auch nochmal Flugabwehr hier, die 2 cm Flak-Kanone oder Flak 38 ist es ja. Und die hatten wir auch schon öfter in den Tagebüchern, und auch bei der Folge mit der Halbkette der Luftwaffe waren ja auf den Halbkettenfahrzeugen hinten die 2 cm montiert, um die schnell zu verlegen und Flugplätze zu schützen. Also das ist eben eine 2 cm Flak 38. Ja, dann steigen wir mal in die Luft. Wir haben hier eine Ju-87, also sogenannten Sturzkampfbomber. Auch hier Besatzung 2 Mann, also der Pilot und da hinten der, sage ich mal, Heckschütze. Und diese Jus waren am Anfang des Krieges natürlich gefürchtet, weil sie durch das
Sturzkampfbomben, also sie stürzen sich quasi auf die Ziele und klinken dann ihre Bomben aus und konnten so den Auftreffbereich oder den Trefferbereich sehr genau einschätzen. Also die punktgenauen Würfe waren schon spektakulär. Zum Beispiel hat, ich meine, Hans-Ulrich Rudel bei einem Angriff auf ein russisches Kriegsschiff, die Marat, ich müsste nachlesen, ich sage es jetzt einfach so, wie ich mich erinnere, hat er tatsächlich im Sturz eine Bombe in den Schornstein geworfen, die flog durch bis runter in den Maschinenraum, explodierte dann und damit versenkte er dieses Riesenschlachtschiff, die Marat. Schlag mich nicht, wenn ich falsch liege, müsste man nochmal nachlesen, aber das fällt mir gerade zu den Stukas ein. Ja, dann hier unsere Jagdflugzeuge, also die Messerschmitt Bf 109, auch von 37 bis 45 produziert. Fast 34.000 davon wurden hergestellt. Einmannbesatzung, Jagdflieger sind ja immer für sich alleine gewesen, als Jagdflieger und auch nachher als Schlachtflieger eingesetzt. Das heißt, die Bewaffnung variierte von, ich sag mal, nur Bomben, nur MGs unter den Tragflächen, was auch immer. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Faktum ist also, die Me 109, wenn man sie hört, ist auf jeden Fall ein Jagdflugzeug. Ja, und dann noch unser Transportflugzeug hier, die Junkers Ju-52 oder die Tante Ju, das Standardarbeitspferd der Luftwaffe und das auch Rudolf einmal Richtung Front geflogen hatte, wo er dann auch noch einen Angriff mit erlebt hat. Ich bin selber in so einem Ding mal drin gewesen, das ist auch mehr so ein Bus, der fliegt, tatsächlich nur Blechwände und sehr, sehr eng und sehr, sehr beklemmt, wenn man da hinten drin steht, aber hat funktioniert damals und war eben das Lastenpferd, der Lastenesel der Luftwaffe. So, dann wechseln wir mal auf die andere Seite. Was ihr hier seht, ist der Standardpanzer der Russen, der T-34-76, auch immer daran zu erkennen. Es gibt ja auch den T-34-85, der kam ja erst 44, aber der 76er erkennt man, also der Turm ist wesentlich schmaler und vorne unter dem Geschützrohr. Das ist ja ein 76,2 mm Geschütz, ist immer so ein Knubbel drunter. Da kann man die also sehr gut auseinanderhalten. Hier sieht man auch schon die sehr gute schräge Panzerung und die sehr breiten Ketten. Dadurch war dieser Panzer auch in Russland in einem extremen Vorteil gegenüber den deutschen Panzern. 84.000 Stück wurden davon gebaut und die hatten auch nur 4-Mann-Besatzung. Allerdings am Anfang des Krieges kaum Funk oder gar keine Funkanlagen. Das heißt, die Koordination der Angriffe war wirklich nicht zu koordinieren, sage ich mal so. Ja, dann kommen wir hier mal zu der BT-Serie der russischen kleineren Panzer. Also das hier ist ein BT-7. Das war ein kleiner, schneller Panzer mit einer 45 mm Panzerabwehrkanone, 3-Mann-Besatzung und die wurden quasi immer mit den T-34 zusammen eingesetzt, haben versucht, schnelle Durchbrüche zu erzielen, waren nicht so stark gepanzert, aber waren dafür unheimlich schnell. So, und hier haben wir schon mal den Albtraum für jede Panzerbesatzung der Deutschen, also den sogenannten KW-1-Panzer, also ein riesen Stahlkoloss, ein schwerer russischer Panzer, der kaum zu knacken war. Vor allen Dingen mit 5 cm Kanonen konnte man dem überhaupt nichts anhaben. Und es streiten sich ja immer wieder die Gelehrten, die einen sagen KW, die anderen sagen KV. Also der Erbauer tatsächlich heißt mit Nachnamen Voroshilov mit einem W und deswegen heißt es eigentlich auch KW-1. Und da gibt es auch noch den KW-2. Da sieht man hier schon, das war also ein Riesending mit einem Riesenturm und einem 152 mm Geschütz. Allerdings machte ihm diese Größe wirklich zu schaffen, weil die Nachladegeschwindigkeit der Kanone war extrem langsam, die Drehgeschwindigkeit des Turms extrem langsam und wenn man da drin fest saß, kam man da auch nicht mehr weg, weil die Geschwindigkeit war auch extrem langsam. Also wenn die nicht gerade in einem Verbund eingesetzt worden sind, dann konnten diese riesenschweren Panzer tatsächlich mit einer entsprechenden Rochade ausmanövriert werden und von der Seite bekämpft oder einfach in Brand geschossen werden. Also da haben wir ja auch schon einiges erlebt mit diesen Fahrzeugen in den Tagebüchern. Also KW-1 und KW-2, die schwersten oder die schweren russischen Panzer. Ja, hier auch nochmal diese Aufklärer, die BA-10, also die, ich sag mal, Radpanzer der Russen, die
auch sehr schnell vor Ort sein konnten und Verwirrung stiften. Da haben wir auch schon öfter mit zu tun gehabt in den Tagebüchern. Also so sieht der BA-10 aus. Auch 4-Mann-Besatzung, über 50 km/h Geschwindigkeit und eine 45 mm Kanone im drehbaren Turm. Ja, und hier haben wir auch eine, ich sag mal, über 100.000 Mal produzierte Waffe, die CIS-3 oder auch Ratschbum, also die 76,2 Divisionskanone der Russen, die man als Artilleriegeschütz einsetzen konnte oder als Panzerabwehrkanone. Die Ratschbum wurde in großer Stückzahl auch von Deutschen erbeutet, also von der deutschen Wehrmacht, und dann eingesetzt, solange noch Munition da war, auf deutscher Seite, weil die einfach sehr stabil war in der, ich sag mal, in dem kalten russischen Winter. Ja, und hier haben wir natürlich nochmal die sogenannte Stalin-Orgel oder die Katjuscha. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das Salvengeschütz muss man sich so vorstellen, also diese Raketen sind auf diese Schienen montiert, werden gezündet und dann in einem Rutsch nacheinander abgefeuert. Hintergrund ist der, man braucht keine schwere Artillerie, also keine Geschütze, um diese Geschosse zum Feind zu bringen. Das geht halt durch diesen Raketenantrieb, allerdings sehr ungenau und fliegen natürlich auch ballistisch. Das heißt also, je nachdem wie das Fahrzeug ausgerichtet ist, schießt er einmal seine Salve ab und wo es dann niedergeht, da ist schon richtig was los. Aber so richtig zielgenau waren die Dinger nicht. Aber der Sound war wohl so schlimm und deswegen hatten diese Systeme den Spitznamen Stalin-Orgel halt bekommen. So, bevor wir es vergessen, es kommt ja auch immer wieder vor, die sogenannte russische Panzerbüchse, also die PTRS 41 mit dem Kaliber 14,5 mm mit einem extrem langen Rohr. Dadurch wurde auch eine hohe Geschwindigkeit erreicht und diese Geschosse, wenn sie dann seitlich von einem deutschen Kampfpanzer abgefeuert wurden und die richtige Stelle trafen, dann konnte das schon wirklich schlimm werden. Die Panzerbüchsenschützen hatten sich auch immer gut getarnt, irgendwo eingebuddelt und haben dann von der Seite oder von hinten versucht, die deutschen Panzer abzuschießen. In der Regel auch Himmelfahrtskommandos, aber diese Panzerbüchsen waren wirklich eine Plage für die deutschen Panzerbesatzungen. Ja, kommen wir zur russischen Luftwaffe, womit wir dann auch schon zu tun hatten in dem Tagebuch. Also hier zum einen die Yakovlev Jak-9, also mein Russisch ist nicht so gut, dass ich das mal genau aussprechen kann. Ein russisches Jagdflugzeug bzw. das Standardjagdflugzeug der russischen Luftwaffe, bis 48 tatsächlich produziert. Über 16.000 Stück davon gab es mit einer Geschwindigkeit von 710 km/h, extrem schnell und so variantenreich bewaffnet, dass es als Begleit, als Abfang, als Jagdflieger, also alles Mögliche wurde das Flugzeug eingesetzt. Die Jak-9 war auch für die Me 109 ein ernstzunehmender Gegner. Das haben wir ja schon in den Berichten von unserem Polarmeerjäger gehört. Nee, Eismeerjäger, so war das. Ja, hier noch ein russischer Jäger, die Polikarpov, im Landesgebrauch auch Ratta genannt, auch wegen diesem großen Motorblock, unverkennbar, also auch ein russisches Jagdflugzeug, allerdings den deutschen Jägern hoffnungslos unterlegen und hatte halt mehrere Spitznamen an der Front, vom Esel über Falke und Ratta wurde auch genannt, also das war auch ein Jagdflugzeug der Russen. So, und dann haben wir hier nochmal die letzte, die Polikarpov. Das ist also auch das Mehrzweckflugzeug der Russen gewesen. Und wir haben das schon öfter gehört als Nähmaschine, Kaffeemühle und was nicht alles. Und hier ist auch ganz bekannt, es gibt da ein Lied von der Heavy Metal Band Sabaton über die Night Witches, also weibliche Piloten, die mit dieser Kaffeemühle geflogen sind. Da war der Hintergrund, dass die quasi den feindlichen Bereich angeflogen haben. Dann haben die ihre Maschinen, also die Motoren ausgemacht, sind gesegelt, haben geguckt, wo können sie irgendwie, sehen sie irgendwo Licht. Und dann haben sie ihre Bomben abgeworfen und sind dann mit startendem Motor wieder weggeflogen. Die sogenannten Night Witches. So, eigentlich sind wir schon durch mit allem, aber ich habe natürlich ganz vergessen bei den Deutschen, weil Rudi da auch schon oft drin gesessen hat, das Sonder-Kfz 222, also den Panzerspähwagen 222, nochmal zu beschreiben. Also ein Aufklärungsfahrzeug mit 90 PS, angetrieben 90 km/h schnell tatsächlich, 2 cm Kanone oben im Turm
Und da ist Rudi ja öfter als Bordschütze mit eingestiegen. Also Sonder-Kfz 222, Panzerspähwagen der Deutschen. Und das soll es dann auch gewesen sein mit den Waffensystemen und den Typen. Kann man alles im Internet nachlesen. Nur mal für euch so ein kleiner Hinweis, was alles so an Waffen und Waffensystemen in den Tagebüchern an der Ostfront vorkommt und damit ihr so einen kleinen Einblick habt. Ja, das ist es gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und bis dahin sage ich, macht's gut und auf bald.